Ja, herzlich willkommen in der Lounge von IntactGP. Wir sind der Stefan und Bernd von Keckeisen Akkumulatoren. Wir unterhalten uns heute mal über verschiedene Batterietechnologien. Lithium-Batterien sind als neueste Technologie in aller Munde. Grund genug, sich mal genauer anzuschauen, was Lithium-Akkus eigentlich können und was sie von Bleisäure-Batterien eigentlich unterscheidet. Ja, Lithium ist natürlich eine etwas neuere Technologie, ja, ist auch ein Akkumulator, also wieder aufladbare Batterie, liefert Strom, aber da ist auch im Prinzip schon alles gesagt, was diese beiden Batterietechnologien berührt. Lithium ist eine ganz andere Technologie, ist von der Grundspannung her wesentlich höher. Ja, das heißt, ich habe die einzelne Zelle hat da 3,2. Es ist keine Batterie mit flüssigem Elektrolyt mehr in dem Sinn, sondern ist eine sehr kleine Batteriebauart, ja, weil ich eine hohe Energiedichte in den Zellen habe. Ist also ganz anders als Bleisäure oder Gel. Es sind immer mehrere Zellenpakete zusammengeschaltet zu einer großen Zelle dann halt einfach. Ja, also ich habe jetzt bei einer normalen 12 Volt Batterie habe ich eigentlich 6 mal 2 Volt bei Bleisäure, Gel oder AGM. Bei der Lithium habe ich halt eben 4 mal 3,2 Volt. Allerdings in diesen 4 Zellen sind noch mal kleinere Zellen verschaltet. Ja, in der Regel eigentlich auch mit einem Batteriemanagementsystem versehen, das also dafür sorgt, dass die Batterien immer in dem gleichen Zusammenspiel arbeiten, ja, was sehr wichtig ist. Ja, und es ist natürlich eine Batterie, wo ich absolut gar nichts mehr machen kann. Ja, also die ist verschlossen, die bleibt verschlossen, die darf auch nicht geöffnet werden, nur von wirklich geschultem Personal. Wenn ich an einem teuren Akku, einem Hildi Schlagschrauber-Akku zum Beispiel, die werden ja repariert, die Teile, ja, aber das müssen dann speziell geschulte Leute sein, die sich da auskennen und die da dran gehen. Der Vorteil von der Lithium-Batterie ist ganz einfach, dass sie zu 100% entladbar ist und auch wieder aufladbar ist. Und dass ich halt eben die volle Kapazität nutzen kann und dass ich dann das Wiederaufladen in einer sehr schnellen Zeit machen kann. Ja, also die nimmt wie so ein Wasserglas, kann ich da im Prinzip Ladung reinschütten und nehme die auf. Bei einer normalen Bleisäure oder Gel ist es eigentlich mehr wie bei so einem Bier, was ich einschütte. Ich kann reinschütten, aber dann muss ich warten, bis der Schaum sich setzt und dann kann ich wieder auftoppen, ja, bis der dann eben nachher voll ist. Und das ist bei Lithium komplett anders. Zyklenzahl, unendlich oft, wird da immer kolportiert, ist aber nicht so, aber sie hat natürlich eine wesentlich höhere Zyklenzahl wie eine herkömmliche Bleisäure- oder Gelbatterie. Man sagt je nach Ausführung zwischen 2.000 und 10.000 Zyklen, also da gibt es auch verschiedene Technologien bei Lithium, ja, aber ist natürlich wesentlich mehr, wie ich jetzt bei einer normalen Bleisäure rauskriegen kann. Gewichtstechnisch hat man natürlich enorme Vorteile. Ja, eine Lithium ist wesentlich leichter wie eine herkömmliche Bleisäurebatterie, wie der Name Blei dann schon sagt. Ja, genau. Und dann suggeriert natürlich auch schon, dass da Gewicht drin ist. Ist es klar, dass eine Lithium da wesentliche Vorteile hat, ja, in der Bauart, von der Baugröße und halt eben auch vom Gewicht. Da sind ja jetzt mittlerweile die Wohnmobilisten sehr erpicht drauf, einfach die vorhandenen Bleisäurebatterien gegen Lithium auszutauschen, um einfach wieder ein bisschen mehr Gewicht zu sparen, ja, um wieder ein paar Bratwürstchen mehr einladen zu können. Ja, es hört sich so an, als hätte die Lithium-Batterie sehr viele Vorteile. Für welche Anwendung würdest du sagen, sind diese Batterien besonders gut geeignet? Also definitiv für Versorgung, ja, einfach weil ich die komplette Kapazität zu 100% nutzen kann. Wie gesagt, das Wohnmobil-Thema ist da ja der Klassiker eigentlich, ja, für Solaranwendungen, für Stromspeicherung. Überall da, wo ich also Strom vorhalten möchte und dann irgendwann abrufen möchte, ist Lithium sehr gut geeignet. Akkuschrauber ist ja Lithium schon sehr, sehr lange verbaut. Ja, im Fahrzeugbereich kommt man da ja jetzt erst hin. Also überall da, wo ich was antreiben möchte. Ja, dafür ist eigentlich die Lithium die bessere, also eine gute Lösung, nicht die bessere Lösung, eine gute. Gibt es dann im Gegenzug dazu auch Anwendungen, wo du sagst, dafür sind Lithium-Batterien nicht so gut geeignet? Startanwendungen gehören ja dazu. Ja, wobei es gibt natürlich auch Fahrzeughersteller, die Lithium anbieten in der Startanwendung, macht allerdings wirklich nicht viel Sinn, weil die Startkapazität nicht höher ist wie bei normalen Fahrzeugen, also wie bei normalen Batterien, also eher niedriger. Ja. Natürlich ist es auch deutlich teurer. Ja, das muss man ganz einfach sehen. Also Lithium-Technologie ist nicht günstig zu kriegen und ist natürlich auch je nach Ausführung, je nach Technologie, es gibt ja verschiedene Arten Lithium. Es gibt nicht die Lithium-Batterie, es gibt Lithium-Eisenphosphat, es gibt Lithium-Ionen, es gibt Lithium-Mangan, es gibt 1000 Arten von Lithium-Batterien. Ist es auch teilweise ein Sicherheitsfaktor, wo man sagen kann, okay, da spielt man mit dem Feuer so ein bisschen auch.
Du hast gerade schon angesprochen, also als Nachteil oder als Anwendung, wofür sie nicht so gut geeignet sind, dass sie sich nicht so gut fürs Starten von Fahrzeugen eignen. Trotzdem haben wir in unserem Programm die Intakt Bike Power Lithium, die ja dazu verwendet wird, um Motorräder zu starten. Wie kommt das? Ja, wie gesagt, es gibt ja auch schon Fahrzeughersteller, die Lithium-Batterien anbieten als Starterbatterien. Ja. Natürlich kann man so eine Batterie auch so bauen, dass es eine Starterbatterie ist. Ist eine sehr teure Variante, auch bei den Motorrädern. Ja. Man macht das speziell im Custom-Bike-Bau, ja, also wo ich Spezialmotorräder haben möchte. Oder wenn jemand halt eben Rennen fährt und hat hat noch einen Starter drin, wo er eine Batterie braucht, einfach um Gewicht zu sparen. Ja. Da kann man die natürlich nehmen, logischerweise. Und überall da, wo ich beengte Einbauräume habe, kann ich natürlich auch sehr gute Lithium nehmen. Ja. Also es ist nicht ausgeschlossen, Lithium als Starterbatterie zu benutzen. Ja. Sie muss halt entsprechend konzipiert sein. Ja. Also ich kann jetzt keinen Schlagschrauber-Akku nehmen, kann dann mit dem Fahrzeug starten, da wird es ein bisschen schwierig. Ja, aber natürlich geht das auch. Lithium-Eisenphosphat, das ist die Technologie, die wir bei unseren Starterbatterien benutzen. Ja, das ist eine safe Technologie. Ja, also man hat ja schon gehört, Akkus entflammen sich von selbst. Ja, aber bei Handy-Akkus kommt das ja des Öfteren mal vor. Das kann bei der Technologie eigentlich nicht passieren. Das ist eine safe Technologie. Deswegen sage ich, es gibt halt eben unterschiedliche Technologien mit Lithium als Hauptanteil, um eine Batterie zu betreiben. Ja, Lithium-Ionen ist das, was man früher in den Handy-Akkus gehabt hat. Das waren halt eben die halt eben auch mal in die Luft geflogen sind. Ja. Unbeabsichtigt. Ja, abschließend, Stefan, gibt es noch was Wichtiges, was du uns zur Lithium-Technologie mit auf den Weg geben möchtest? Ja, Lithium ist sehr hitze- und kälteempfindlich. Also Temperatur spielt eine sehr große Rolle. Ja, das sieht man ja immer bei den Elektrofahrzeugen. Also wenn es kalt ist, dann ist natürlich die Reichweite wesentlich geringer, als wenn ich das Ding jetzt bei 20 Grad betreibe. Ja, das sollte man beachten, wenn man sich also für eine Lithium entscheidet. In welchem Temperaturbereich wird die betrieben? Was möchte ich damit tun mit dieser Batterie? Ansonsten gibt es eigentlich wenig Beeinträchtigungen. Wenn man sie für Antrieb und Beleuchtung nimmt, ist es eigentlich gut. Ja, das ist eine gute, safe Technologie. Okay. Vielen Dank, Stefan. Gerne. Danke fürs Zuschauen. Wenn dich interessiert, was AGM-Batterien besonders macht, wann Gel-Batterien die beste Wahl sind und was es bei nassen Bleisäure-Batterien zu beachten gibt, dann schau dir die anderen Videos an zu den Technologien, die in Motorrad-, Starter-, Antriebs- und Versorgungsanwendungen zum Einsatz kommen.